Ich bin Wiebke Reimann und vertrete hier den Ölsaatenposten. Und wie der Name schon sagt, zeigen wir hier 3 verschiedene Ölkulturen. Und zwar einerseits den Raps, andererseits die Sonnenblumen und drittens noch den Lein. Für den Raps wollen wir hier zeigen, einerseits, dass es verschiedene Kulturen gibt oder verschiedene Sorten. Also es gibt die High-Oleic-Sorten, das ist der Raps, bei dem man später das Öl extrem hoch erhitzen kann. Und dann gibt es die Low-Oleic oder die normalen Sorten, die dann später eher als Salatdressing benutzt werden. Und daneben gibt es noch Hybridkulturen, also ja, F1-Hybridkulturen und Populationssorten, also die in der Population gezüchtet werden und die auch so wieder weiter vermehrt werden können. In der Biokultur wird hauptsächlich Populationssorten genutzt, aber da es bei den High-Oleic zum Beispiel nur Hybridsorten gibt, können diese auch in Biokultur angebaut werden. Aber in der Biokultur generell bevorzugt man eben die Populationssorten und hier vergleichen wir die deshalb nebeneinander. Gleichzeitig sieht man hier sehr gut, dass der Raps eine Risikokultur bleibt. Wir mussten dieses Jahr aufgrund des schlechten oder wechselnden Wetters im Frühling alles bis auf einen kleinen Streifen wieder unterpflügen. Und das kann eben beim Raps circa alle 14 bis 15 Jahre entweder aufgrund des Wetters oder aufgrund von den Schädlingen passieren. Und es ist auch ganz normal. Und wir haben jetzt Mais danach gesät, was auch die von uns empfohlene Kultur ist. Einfach aufgrund des ähnlichen Nährstoffbedarfs, den die beiden Kulturen haben. Aber es ist natürlich schon enttäuschend für den Landwirt, wenn er das im Herbst alles ausgesät hat, die Arbeit gemacht hat und im Frühling im Zweifel alles wieder neu machen muss. Und deshalb ist es jetzt leider nicht der Sortenversuch oder der Sortenvergleich, den wir zeigen wollten, aber gleichzeitig eben auch trotzdem gut zu zeigen, dass dies ein ganz normales Ergebnis sein kann, mit dem der Landwirt eben auch rechnen muss, wenn er diese Kultur einbauen will. Die Praxisrelevanz für die Sonnenblumen ist, dass es auf jeden Fall sehr gut geeignet ist für den Biolandbau, aufgrund des einfachen Managements und des einfachen Hackens des Bodens. Gleichzeitig gibt es High-Oleic und Low-Oleic-Kulturen, die aber die dementsprechend aber auch von der Abgabestelle man schauen muss, ob man überhaupt die Abgabe machen kann, also ob man die Sonnenblumen auch wirklich verkauft kriegen. Und andererseits testen wir hier vor allen Dingen frühreife Sorten, da bei den Sonnenblumen das Problem oft ist, dass es im Herbst zu schnell zu nass wird, was einerseits zu Krankheiten führen kann, aber andererseits auch dafür, dass man nicht mehr mit den schweren Maschinen in den Boden kommt. Und wegen dem letzten Punkt testen wir jetzt hier auch noch Untersaaten, die hoffentlich dazu führen, dass man vielleicht doch noch ein bisschen länger auch nach dem Regen in die Sonnenblumen fahren kann und dementsprechend vielleicht das Management ein bisschen vereinfachen kann. Lein ist per se in der Praxis noch nicht oft angebaut und daher wollten wir einfach es darstellen, wie Lein als Kultur aussieht, wie es wächst und das, wie man hier auch wunderschön sieht bei uns im Versuch, dass es eine sehr heikle Kultur ist mit Unkrautdruck und bestimmten Bodenmanagement dementsprechend und dass es eben ein Potenzial bietet, aber bisher noch eher ein Nischenprodukt ist, was teilweise auch noch heikel ist heutzutage.